Kennst du das, wenn du dich für deine eigene Angst schämst oder Angst vor der Angst hast? Vielleicht kennst du es sogar, Angst zu haben, eine Depression zu bekommen. Das alles sind Metagefühle und sie sind der wahre Grund, warum wir leiden. Wir schauen uns hier einmal an, wie man dieses Phänomen auflöst. Schau, in der Psychologie werden Emotionen ganz klassisch in positive und negative Emotionen unterteilt. Zum Beispiel werden Emotionen wie Liebe, Freude oder Interesse als positiv beschrieben, wohingegen Trauer, Angst und Ärger eher in die negative Ecke gesteckt werden. Ich bin da etwas anderer Meinung, aber dazu später mehr. Hier geht es bestimmt auch so, dass du Angst, die du in manchen Situationen als unangenehm empfindest, sofort als negative Emotion bewertest. Diese Bewertung kann sogar eine neue Emotion dann hervorrufen, wie zum Beispiel Scham. Das sind dann Metaemotionen. Wir schauen uns jetzt einerseits an, was Metaemotionen auslöst und andererseits, wie wir unsere Bewertungen über diese Emotionen nutzen können, um unsere Resilienz zu fördern, also unsere innere Widerstandskraft. Warum gibt es Metaemotionen? Es gibt Situationen, da freuen wir uns auf die Angst. Ja, du hast richtig gehört, diese Situationen gibt es wirklich. Wir freuen uns und suchen sogar danach. Gar nicht so selten. Zum Beispiel, wenn wir uns dazu entscheiden, Achterbahn zu fahren. Ja, wir wollen dann Angst haben. Wir wollen diesen Kick haben, wie die Leute immer sagen. Manchmal ärgern wir uns aber auch über unsere Tränen, wenn wir traurig sind. Oder schämen uns für unsere eigene Schadenfreude. Das liegt daran, dass Emotionen nun mal eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit sind. Sie sind eben nicht schwarz oder weiß, sondern können sich vermischen. Das nennt man dann Mischemotionen. Ein absoluter, zentraler Grund für Metaemotionen sind unsere eigenen Glaubenssätze. Das bedeutet, was wir im tiefsten Inneren von uns und von dem Leben glauben. Diese Dinge sind uns meist gar nicht so bewusst, aber sie arbeiten trotzdem im Hintergrund, still und leise und steuern uns jeden Tag, ohne dass wir das irgendwie bemerken. Solche Glaubenssätze sind zum Beispiel, dass man als Mädchen keinen Ärger zeigen soll oder als Junge nicht weinen soll. Ganz nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Solche Sprüche haben wir uns beigebracht, oder besser gesagt, sie wurden uns beigebracht und dadurch sind dann diese Metaemotionen in uns entstanden. Nur leider auf eine sehr dysfunktionale Art und Weise, denn sie vermitteln, dass manche Emotionen okay sind und andere eben nicht. So fließen diese gelernten Emotionsregeln in uns unterbewusst und produzieren meist abhängig vom Kontext und vom Gefühl solche Metaemotionen. Der Emotionsforscher John Gottman beschrieb Metaemotionen wie folgt. Metaemotionen sind die Emotionen, die Eltern gegenüber ihren eigenen Emotionen und gegenüber den Emotionen ihrer Kinder haben, die einen Einfluss auf die Erziehung und die Beziehungsqualität haben. Es geht also um die Einstellung gegenüber der eigenen Emotionen, wie auch Emotionen in generell. Schau, an dieser Stelle, dass du eines verstehen, und das ist wirklich fundamental wichtig, was denn überhaupt der Unterschied ist zwischen Emotionen und der Stimmung. Gefühle sind kurze Reaktionen auf bestimmte Ereignisse, die wiederum Konsequenzen für unser Wohlbefinden haben. Und meistens ist es so, dass sie eine sofortige Handlung erfordern. Das bedeutet, diese Gefühle sind zielgerichtet und bezogen auf einen bestimmten Auslöser, einen Reiz von außen etc., der sowohl in der Umwelt als auch in deiner eigenen Gedankenwelt jetzt liegen kann. Und sie wirken sich nur sehr kurz auf deinen eigenen Hormonhaushalt aus. Eine Stimmung dagegen ist gewissermaßen wie ein Hintergrundrauschen an Emotionen. Zum Beispiel können wir melancholisch gestimmt sein, obwohl der Trauerauslöser schon sehr, sehr lange her ist oder gar keinen konkreten Bezugspunkt mehr in diesem Moment hat. Und das ist dann immer dieser Punkt oder dieser Moment, wo wir uns fragen, warum geht es mir so schlecht? Da ist doch gar nichts passiert. Das ist dann die Stimmung. Schau, oft höre ich von meinen Klienten, dass sie so große Angst davor haben, dass ein Gefühl für immer bleibt. Oder dass bei einer Panikattacke das Gefühl der Angst nie wieder abklingen wird. Aber was viele nicht wissen, ein Gefühl kann nicht den ganzen Tag anhalten. Eine Stimmung dagegen kann sogar tagelang bestehen. So viel erst einmal dazu, ja. Metaemotionen über deine eigenen Emotionen, wie zum Beispiel Scham,
vor der Sprechangst bei einem Vortrag, Ärger über die eigene Trauer, ein wichtiges Fußballspiel verloren zu haben. Ja, das alles sind Metaemotionen. Metaemotionen über Emotionen anderer gibt es auch. Freude über die Angst anderer beim Erschrecken. Ja, Freude über die Freude anderer. Metaemotionen über Stimmungen, Ärger über Langeweile, Angst vor der nächsten depressiven Episode. Auch das sind alles Metastimmungen, wenn man so möchte. Also Emotionen, besser gesagt, über die eigene Stimmung. Leider haben gerade unsere Metaemotionen über unsere eigenen Gefühle und Stimmungen den Nachteil, dass sie auch dysfunktional sein können. So kannst du beispielsweise deine Trauer nicht verarbeiten, wenn du vorrangig den Ärger spürst, dass du Trauer hast, verstehst du? Deswegen kannst du es dann nicht verarbeiten. Es kann sogar sein, dass der Ärger dann unnatürlich stark ausfällt. Aus diesem Grund ist es wichtig, sehr wichtig, Metaemotionen über dich selber zu erkennen und zu regulieren. Wie das geht, das schauen wir uns gleich jetzt noch einmal an. Natürlich lösen nicht alle Metaemotionen Stress oder Angst aus. Zum Beispiel ist die Freude über die Freude der anderen auch als sich Mitfreund bekannt, ne? Eine große emotionale Ressource könnte man das auch nennen, wenn man so möchte. Doch es gibt leider auch Emotionen, die emotionalen Stress bei uns dann begünstigen. Um resilient, also widerstandsfähiger mit diesen Metaemotionen umzugehen, helfen zwei wichtige Unterscheidungen. Schau, und diese zwei nicht für Metaemotionen, sondern generell für Emotionsregulation und Resilienz sind diese zwei wirklich sehr wichtig, weil die sogenannten negativen Gefühle eine Auswirkung auf unser System haben. Ist es wichtig, sehr wichtig, dass man diese Metaemotionen erkennt. Sonst können wir sie nicht richtig, also in dem Moment dann nicht richtig auf sie reagieren und sie dann logischerweise auch nicht auflösen. Aber bevor ich dir zeige, wie das geht, musst du bitte eins verstehen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Der erste Schritt ist die richtige Haltung gegenüber deinen eigenen Gefühlen. Die Haltung, die ist es. Es gibt nämlich keine positiven und keine negativen Emotionen per se, sondern es gibt nur Gefühle und Emotionen, die du dann anschließend bewertest als angenehm und als unangenehm. Genauso wenig gibt es negative oder positive Gedanken. Du bist Bewusstsein. Du bewertest alle deine Gefühle und deine Gedanken. Das liegt in deiner Hand. Es ist deine Entscheidung, die dir niemand wegnehmen kann. Niemand. Dadurch, dass du das verstehst, verinnerlichst, bildet sich automatisch in dir eine Akzeptanz. Und diese Akzeptanz ist essentiell, dass du es schaffst, in deine Meta-Emotionen einzutauchen, sie akzeptierst, fühlst und fließen lässt. Schau, ich habe vorhin erwähnt, dass Meta-Emotionen oft dysfunktional sind. Wir unterscheiden also nicht nur in angenehm und unangenehm, sondern auch in funktional und dysfunktional. Welche Funktionen haben Emotionen denn? Fragezeichen. Ja, Emotionen haben die Funktion, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Angenehme Emotionen sind ein Hinweis darauf, auf erfüllte Bedürfnisse. Und unangenehme Emotionen sind hingegen Hinweise auf unerfüllte Bedürfnisse. Wir können emotionalen Stress wirklich vermeiden, wenn wir uns an unsere Glaubenssätze und Einstellungen gegenüber Emotionen bewusst werden und ungünstige Glaubenssätze auflösen. Und hey, vielleicht sagst du jetzt, ich bin neugierig geworden und am liebsten würde ich gleich sofort anfangen, mit meinen eigenen Glaubenssätzen zum Arbeiten anzufangen. Dann geht's hier weiter und danke fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.